Ich habe den Klavierquintett Julian Köschk, also auf Deutsch gesehen Verschobene Haus, Hommage Atatürk, 2017 komponiert. Uraufführung war mit dem Casal-Quartett im Jura-Festival in der Schweiz im September 2017. Das Stück erzählt diese naturliebende Geschichte von erster türkischer Präsidentin Atatürk, der ein Baum, um dem nicht zu schaden, den Haus verschoben hat. Ansonsten müsste man auf den Baumschnitt machen. Und das gilt in der Geschichte eine Naturliebe natürlich. Und nicht nur diese Geschichte, sondern es erzählt viel über Ideologisches von Atatürk. Meine Musik ist immer beeinflusst von türkischen Musikelemente mit Rhythmen, viele rhythmische, irreguläre Takte in Rhythmen und viele Klangfarben in meiner Musik. Auch Verschobene Haus beginnt mit dem Vögelchen auf diesem Baum und so, von Streicher gespielte, improvisierte Vögelchen. Zur Zusammenarbeit mit Fasil Say ist es gekommen über ein Projekt mit einem kleineren Orchester, und aus dieser ersten musikalischen Begegnung entstand eine Auftragskomposition dieses Klavierquintetts, das Verschobene Haus, die wir dann gemeinsam uraufgeführt haben. Das Stück ist deswegen für uns besonders interessant, weil es eben auch von der Stilistik ganz weit in den Osten zeigt, in den Südosten genauer, also dieses balkanische Element der Musik ganz stark beinhaltet. Und das äußert sich zum einen in der Rhythmik, die sehr oft ungerade ist, also für mitteleuropäische Musiker nicht immer ganz so naheliegend, aber doch sehr reizvoll. Also die 5/8-Takte, die 7/8-Takte zum Beispiel. Das ist das eine, aber auch die Harmonik ist exotischer, als wir das gewohnt sind. Natürlich für Live-Konzerte hatten wir dann noch Platz für andere Werke, und da haben wir uns das Schumann-Klavierquintett ausgesucht, um auch diesen fabelhaft spannenden Kontrast zu haben zwischen dem allerersten Klavierquintett in dieser speziellen Formation der Musikgeschichte. Auf der einen Seite ein Stück, das man sehr oft hört, und einem ganz aktuellen, modernen Klavierquintett, das zwar die genau gleiche Ausgangslage nutzt, aber eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Charakteristik hat. Mit dem Casal-Quartett spielen wir seit Jahren sehr erfolgreich in europäische Konzerte zusammen. Und wir haben schon viel Konzerte gegeben. Das ist aber unsere erste und einzige Aufnahme für jetzt. Und diese CD, ich hoffe, wird mit meinen Werken und Schumann Klavierquintett eine gute Bereicherung für Kammermusikrepertoire hinreißen. Das Wunderbarste an dem Ganzen ist natürlich für uns, dass wir nicht nur ein zeitgenössisches Werk spielen, sondern auch mit dem Komponisten zusammenspielen können. In diesem Falle ist das eine so fantastische Symbiose von Werk und Schöpfer des Werks, dass man als Interpret, der dazukommt und natürlich nicht das Werk mit erschaffen hat, die sonst
nie oder fast nie stattfindende Gelegenheit hat, den Komponisten selbst auch die Fragen zu stellen, die wir sehr gerne sehr vielen Komponisten manchmal stellen würden, die lange schon gestorben sind, leider. Und eine solche Direktheit des Schöpfungsprozesses und der Wiederschöpfung im Konzert oder eben jetzt auf einer Aufnahme, das ist etwas, das hat man fast nie. Und das ist ein ganz großes Geschenk.